Может быть, я и говорил тогда об этом, но если я им говорил именно так, то это слишком общие слова, потому что любой художник, любой жанр стремится выразить как можно глубже внутренний мир человека. Jeder Künstler ist bestrebt, das Innenleben des Menschen so überzeugend wie möglich darzustellen. Danach streben wir alle. Ich habe entdeckt, dass ich mich all die Jahre mit ein und demselben Thema beschäftigt habe. Und im Grunde interessieren mich immer die gleichen Probleme. Но так сказать, совершенно не изменилось. Более того, я вдруг неожиданно для себя обнаружил, что все эти годы я занимался одним и тем же. И по существу, obwohl ich verschiedene Filme gemacht habe, sind sie alle doch aus einem Grund entstanden. Vom inneren Zwiespalt des Menschen zu berichten. Von seiner widersprüchlichen Situation zwischen Geist und Materie, zwischen geistigen Idealen und der Notwendigkeit, in der materiellen Welt zu bestehen. Dieser Zwiespalt ist für mich deshalb äußerst wichtig, weil aus ihm alle Probleme erwachsen, die wir im Verlauf unseres Lebens haben. То есть вот этот конфликт для меня является самым главным, потому что он рождает все уровни проблем, которые мы имеем вот в процессе нашей жизни общественной сейчас. Juni 1986, Öschelbronn. Ich befinde mich bereits seit dem Abend vom 7. Juni in einer anthroposophischen Klinik in Deutschland, unweit von Baden-Baden. Ich habe erhöhte Temperatur, Grippe und Husten, viel mehr noch als früher. Die Ärzte sagten mir, dass ich mich in einer Remission befinde und mich auf keinen Fall weiteren Chemotherapien unterziehen dürfe. Ich fühle mich wirklich elend. Er war sehr allein hier. Niemand sprach seine Sprache. Er selbst sprach kein Deutsch, kaum Englisch, kein Französisch, ganz gut Italienisch. Seine Frau hatte ihn hier abgeliefert, dann kam sie nicht mehr. Aber er wollte auch dieses Alleinsein mit sich selbst. Er freute sich über die Schallplatten, die ich ihm brachte, versenkte sich in die Musik. Bach, Bach, Bach. Er wollte nichts anderes. Und lesen, die italienischen Zeitungen durchblätterte er lustlos, uninteressiert. Literatur der deutschen Romantik verlangte er, die wenigen Bücher, die in russischer Übersetzung zu beschaffen waren, las er immer wieder. Seine in Paris gebliebene Umgebung verbreitete, es ginge ihm schon viel besser. Welcher Produzent, welche Filmförderung gibt denn auch einem Todkranken noch Geld? Er wusste genau, wie es um ihn stand, ich auch. Und wir beide wussten, dass wir den Plan nicht zu Ende führen würden, einen dokumentarischen Film zu machen über die Fragen der Existenz eines Künstlers im Exil. Antworten versucht an seinem Beispiel. Angefangen hatte es mit Sehnsucht. Mit der Sehnsucht nach Italien und nach allem, was er an Gefühlen mit diesem Land verband. Mit dem Wunsch, endlich wieder Filme machen zu dürfen. Mit dem Gedanken, endlich ein bisschen Geld verdienen zu können. Seine Moskauer Tagebücher sind voll von Aufzeichnungen darüber, wem er wie viel schuldet und wie schrecklich er sich dabei fühlt. Er, der die für ihn schönsten Jahre seines Lebens als junger Landvermesser in der Natur verbrachte, suchte ein Land voller Mythen, magischer Orte und Landschaften. Er suchte es mit romantischer Seele. Мы все собрались у него дома на Мосфильмовской улице. Wir waren alle bei ihm zu Hause versammelt auf der Mosfilmstraße.
Es kamen Verwandte und Freunde. Ну, честно говоря, я не знала, что Ich war zusammen mit meinem Mann und unserer Tochter dort. И как-то её не Ehrlich gesagt, расценивала как последний, к dachte ich nicht, сожалению. dass es unser letztes Treffen sein sollte und schätzte es leider auch nicht als solches ein. Sogar zum Flughafen konnten wir wegen anderer Dinge nicht mitfahren. Das war das letzte Treffen und danach gab es nur noch Telefongespräche. Ich erinnere mich, dass Andrei an jenem Tag sehr auf seine Arbeit eingestimmt war. Er fuhr weg, um zu arbeiten. Er war etwas besorgt um das Drehbuch zur Nostalgia und über die Verhältnisse, die auf ihn in Italien warteten. Ich hatte den Eindruck, es handelte sich hier um einen Menschen, der lediglich wegfährt, um gut zu arbeiten, aber keinesfalls um jemanden, der von seiner Heimat und uns allen für immer Abschied nahm. Своей родиной и со всеми нами насовсем. Вот. В общем, помню, что весь вечер мы его провожали. Я помню, очень сидели допоздна за столом, очень было много народу. То есть много очень друзей папиных приходило. Ich erinnere mich an seine Abschiedsfeier. Es waren viele Menschen da, viele Freunde kamen. Und es ist sehr spät geworden. An diesem Abend kam auch Oleg Jankowski. Es waren viele Leute da. Ich erinnere mich, dass auch ein Italiener vom italienischen Fernsehen da war. Leider weiß ich seinen Namen nicht mehr. Wir saßen den ganzen Abend am Tisch und gingen sehr spät zu Bett. Am nächsten Morgen um 6 oder 7 begleiteten wir meinen Vater zum Flughafen Sheremetyevo. Dort sahen wir uns zum letzten Mal, danach nicht mehr. Er stieg in das Flugzeug, das nach Rom flog. Das war die allerletzte Begegnung. Danach unterhielten wir uns nur noch am Telefon. Auf die erste Seite des ersten seiner italienischen Tagebücher hatte er dieses Schiff geklebt. Mit Segeln voller Wind nur in eine Richtung, voraus. Weg von der Drangsal, in der er seine Idee nicht verwirklichen durfte. 5 Filme nur in 20 Jahren. Überall hochgelobt, internationale Preise, nur im eigenen Land, das ihm so viel bedeutete, behindert und geschmäht. Da wollte er raus. Genehmigt wurde ihm die Zeit seiner Regie eines Films in italienisch-sowjetischer Koproduktion. Bagno Vignoni. Ein mittelalterliches Bad auf einem toskanischen Hügel. Ein Ort, der ihn nach seinem ersten Hiersein nicht mehr loslässt. Wochen verbringt er hier, in der Nähe dieser Töne, dieses Lichts, dieses Wassers. Er wird diesen Ort zum Mittelpunkt seines Films machen. Gedanken darüber im Tagebuch. Wäre es gut, wenn Sie Gortschakow zufällig auf der Straße umbringen würden? Vielleicht stirbt er bei einem Herzanfall. Er hat ja überhaupt ein krankes Herz. Wir überlegen gerade, was wir im Film lassen sollen. Die Verrückten mit dem Pferd, die Madonna del Parto, Bagno Vignoni zusammen mit der Krankheit, dem Traum, dem Menschen auf dem Fahrrad. Der Beginn im Hotel, Bagno Vignoni, nur ein Bassin, ziemlich verwahrlost, intim, provinziell. Alles spielt sich im Hotel beim Bassin ab. Das heißt, man müsste die Atmosphäre dieser Städte mit allen Einzelheiten ausarbeiten. Lui è venuto nel 1981, dove fece dei provini che poi sono stati distribuiti. Er kam zuerst im Jahre 1981 hierher, machte einige Aufnahmen, die die Reihe dann im darauffolgenden Frühling zeigte. Und im Herbst ist er dann wieder hierher zurückgekehrt, um jenen Film zu drehen, der den Namen Nostalgia trägt und der fast ausschließlich im Hotel Le Terme gedreht wurde, wo er auch im Zimmer Nummer 30 gewohnt hat und wo wir für diesen Menschen noch heute große Achtung und Wertschätzung bewahren.
dove ancora abbiamo dei ricordi immensi di questo uomo scomparso nell'85. Molto umile. Er lebte ein sehr bescheidenes Leben. Er war so voller Verständnis, so voller Einfachheit, wie ich noch keinen anderen Menschen von seinem Rang gesehen habe. Inconcepibile che io non ho notato in nessun'altra persona dello suo livello. Er war nicht nur ein Freund für mich, er war mir Freund und Bruder zugleich. In seinen Landschaften in Italien, an seinen Orten, macht er Fotos mit einer Sofortbildkamera. Es sind nur wenige, die nicht die Zeichen von Verfall und Vergänglichkeit in sich tragen. Was ist überhaupt Kunst? Das Gute oder das Böse? Kommt sie von Gott oder vom Teufel? Aus der Kraft des Menschen oder aus seiner Schwachheit? Ist sie vielleicht ein Unterpfand für menschliche Gemeinschaft und ein Bild sozialer Harmonie? Besteht darin etwa ihre Funktion? Sie ist so etwas wie eine Liebeserklärung, wie ein Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit von anderen Menschen. Sie ist ein Bekenntnis, ein unbewusster Akt, der aber den eigentlichen Sinn des Lebens widerspiegelt. Die Liebe und das Opfer. Die Menschheit hat außer dem künstlerischen Bild nichts uneigennützig erfunden. Und vielleicht besteht tatsächlich der Sinn der menschlichen Existenz in der Erschaffung von Werken der Kunst, im künstlerischen Akt, der zweckfrei und uneigennützig ist. Vielleicht zeigt sich gerade darin, dass wir nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Ich denke häufig daran, wie recht jene haben, die behaupten, dass künstlerisches Schaffen ein Zustand der Seele sei. Weshalb? Vielleicht darum, weil der Mensch den Schöpfer nachzuahmen trachtet. Aber ist das denn richtig? Ist es denn nicht lächerlich, den Schöpfer nachzuahmen, dem wir dienen? Unsere Schuld vor dem Schöpfer ist, dass wir die uns gegebene Freiheit gebrauchen, um mit dem Bösen in uns zu kämpfen, um alle Hindernisse auf dem Weg zu unserem Herrn zu überwinden, um geistig zu wachsen und mit allem Niedrigen in uns fertig zu werden. Gott, steh mir bei. Schicke mir einen Lehrer. Ich bin es müde, auf ihn zu warten. Ich trachtete danach, dass das Drehbuch von Nostalgia nichts Überflüssiges und Nebensächliches mehr enthielt, das mich bei meiner Hauptaufgabe hätte stören können, den Zustand eines Menschen wiederzugeben, der in tiefen Widerspruch zur Welt und zu sich selbst gerät, der unfähig ist, ein Gleichgewicht zwischen der Realität und der erwünschten Harmonie zu finden, der also jene Nostalgie erlebt, die nicht nur seiner geografischen Ferne von der Heimat, sondern auch einer globalen Trauer um das ganzheitliche Sein entspringt. Mit dem Drehbuch war ich so lange unzufrieden, bis hier endlich eine bestimmte metaphysische Einheit aufkam.
Wo bin ich, wenn ich nicht in der Wirklichkeit bin? Und auch nicht in meiner Fantasie. Ich treffe eine neue Abmachung mit der Welt. Dass die Sonne nachts scheine und dass im August Schnee fällt. Die großen Dinge werden aufhören und die kleinen Dinge werden überdauern. Die Gesellschaft muss wieder zu einer Einheit werden und darf nicht mehr so zersplittert sein. Man braucht nur die Natur zu beobachten, um zu verstehen, dass das Leben doch ganz einfach ist. Und dass man zurückgehen muss bis zu jenem Punkt, jenem gewissen Punkt, an dem ihr damals den falschen Weg eingeschlagen habt. Wir müssen zurückkehren zu den wichtigsten Prinzipien des Lebens, ohne das Wasser zu verschmutzen. Was ist das für eine Art von Welt, dass ein Verrückter euch sagen muss, euch Gesunden, dass ihr euch schämen müsst? Und jetzt die Musik. From the first day, I really think that I got a very good and deep contact with him. We had no common language at all. He spoke a little Italian, I spoke a little Italian. Ich hatte vom ersten Tag an den Eindruck, einen guten, intensiven Kontakt zu haben. Wir hatten keine gemeinsame Sprache. Wir konnten beide ein bisschen Italienisch. Aber er sprach kein Englisch, ich sprach kein Russisch. Und natürlich sprach er auch nicht Schwedisch. Aber seine Absichten waren eindeutig. Wir kommunizierten mit den Augen, dem Körper, der Gestik. Communicate with the eyes, with the body, with the gestures. And you had to be observant in a very special way, not looking around, as you usually do when people... Man musste auf eine besondere Weise aufmerksam sein. Konnte nicht mit den Augen abschweifen, wie so häufig, wenn man mit jemandem spricht, sondern musste ihm die ganze Zeit ins Gesicht sehen. Und wenn man das tat, war er wirklich jemand, der sehr gut vorspielen konnte. Er konnte einen sehr gut lenken. Das machte er auch sehr gerne, wobei er aber nicht dominierte. Er gab immer nur Hinweise oder Anregungen. Er steckte einen Rahmen für den Schauspieler ab, in dem dieser sich frei bewegen konnte. Denn auf diese Weise wurde man inspiriert. You felt free, because he gave you some very good inspiration in that way. Acting was not easy for me together with him in the first film, because Das Spielen war für mich in unserem ersten gemeinsamen Film nicht einfach, weil ich den Charakter überzeichnete. Ich war daran gewöhnt, so viel wie möglich von dem Charakter zum Ausdruck zu bringen. Er wollte aber nicht so viel Ausdruck, er wollte die Geheimnisse wahren, vieles dem Publikum überlassen. Er wollte das Publikum anregen und neugierig machen, nicht zu viel von dem Charakter oder der Situation preisgeben. React before the audience, to leave the audience in a mood of activity and curiosity, not to explain too much of the character and the situation.
was always hunting like that, hunting expressions, hunting not only expression in faces of actors, but also in the expression of the nature. He could stand before Er war immer auf der Jagd. Er forschte nicht nur nach dem Ausdruck im Gesicht des Schauspielers, sondern auch nach dem Ausdruck in der Natur. Er konnte sich zum Beispiel vor eine Mauer stellen, die voller Zeichen und Spuren der Zeit war. Eine Mauer, die eine Geschichte hatte. Er blieb 5 oder 10 Minuten unverwandt davor stehen und fand viele geheimnisvolle Zeichen auf der Mauer. Er suchte nach etwas. Ich weiß nicht was. Looking for something, I don't know what. He was very often, when we are in the landscape, especially when there was some water in the landscape, he loved water. Häufig, wenn wir im Freien in der Natur arbeiteten, besonders wenn ein Gewässer in der Nähe war, er liebte Wasser, leitete er verschiedene kleine Flüsse oder Rinnsale daraus ab und schuf so eine Art Landschaft. Er war ständig unterwegs, um nach Dingen zu suchen, Forschungen anzustellen und dabei gleichzeitig etwas zu schaffen. A way to search for things, to make research and also to create things in the same time. Als ich zum ersten Mal das Material des abgedrehten Films sah, war ich von der Dunkelheit der Bilder überrascht. Das gesamte Material entsprach völlig der Stimmung und dem Seelenzustand, in dem wir es aufgenommen hatten. Eine solche Aufgabe hatte ich mir aber gar nicht gestellt. Doch es ist für mich sehr symptomatisch, dass die Kamera unabhängig von meinen konkret geplanten Absichten vor allem auf meinen inneren Zustand während der Dreharbeiten reagierte. Also auf die quälend lange Trennung von meiner Familie, das Fehlen der gewohnten Lebensbedingungen, die für mich neue Produktionsweise und nicht zuletzt auf die fremde Sprache. Ich war überrascht und erfreut zugleich, weil das jetzt erstmals vor mir über die Leinwand flimmernde Resultat bewies, dass meine Vorstellung, mit filmkünstlerischen Mitteln einen Abdruck der menschlichen Seele, einer einmaligen menschlichen Erfahrung erreichen zu können, keinesfalls nur eine Ausgeburt müßiger Gedanken, sondern unbestreitbare Realität ist. Надо же отца повидать. У меня там в шкафу пиджак. 3 года уже висит. Приеду в Москву, сразу одену. Никуда не хожу, никого не вижу. Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, и когда запевала свой гимн стрекоза, меж зеленых ладов, проходя, как комета, я-то знал, что любая росинка — слеза, знал, что в каждой фасетке огромного ока, в каждой радуге ярко стрекочущих крыл обитает горящее слово пророка, и Адамову тайну я чудом открыл. Я любил свой мучительный труд, эту кладку,
слов, скрепленных их собственным светом, загадку смутных чувств и простую разгадку ума. В слове «правда» мне виделась правда сама, был язык мой правдив, как спектральный анализ, а слова у меня под ногами валялись. И еще я скажу, собеседник мой прав, четверть шума я слышал, полсвета я видел, но зато не унизил ни близких, ни трав, равнодушие мочи земли не обидел, и пока на земле я работал, приняв дар студеной воды, пахучего хлеба, надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на руках.
Это верно, это безусловно так. И уже лицо мира изменено. Никто с этим не спорит. Das Gesicht der Welt hat sich verändert. Niemand bezweifelt das. Ich stelle mir jedoch die Frage, wie konnte es kommen, dass die Welt nach Jahrtausenden jetzt in eine entsetzlich dramatische Situation gerät? Mir scheint, dass der Mensch, bevor er das Gesicht der Welt verändert, seine eigene innere Welt verändern muss. Das ist das Problem. Dieser Prozess muss parallel verlaufen, sich harmonisch entwickeln, darf nicht von anderen Problemen abgelenkt werden. Der schlimmste Fehler, den wir gegenwärtig begehen, besteht darin, dass wir andere belehren, selbst aber nicht lernen wollen. Deshalb fällt es mir sehr schwer, darüber zu reden, ob ich mit meiner Kunst etwas verändern kann. Um mit meiner Kunst etwas zu verändern, muss ich mich selbst ändern. Ich muss selbst tiefer und geistiger werden. Erst danach kann ich vielleicht Nutzen bringen. Wie können wir auf Veränderungen setzen, wenn wir uns selbst geistig nicht hoch einschätzen? Какие-то изменения, если мы сами не чувствуем себя достаточно духовно высокими. Ich wollte hier von der russischen Form von Nostalgie erzählen, von jenem für unsere Nation so spezifischen Seelenzustand, der in uns Russen aufkommt, wenn wir weit weg von der Heimat sind. Hierin sah ich, wenn man so will, meine patriotische Pflicht, so wie ich sie selbst empfinde und begreife. Ich wollte von der schicksalhaften Bindung der Russen an ihre nationalen Wurzeln, ihre Vergangenheit und Kultur, an Heimaterde, Freunde und Verwandte sprechen. Über jene tiefe Bindung, von der sie ihr ganzes Leben lang nicht loskommen, gleich wohin sie das Schicksal verschlägt. Die Russen vermögen sich nicht schnell umzuorientieren und neuen Lebensverhältnissen anzupassen. Die gesamte Geschichte der russischen Emigration belegt, dass Russen schlechte Emigranten sind, wie man im Westen sagt. Ihre tragische Unfähigkeit zur Assimilierung und ihre linkisch schwerfälligen Versuche, sich einem fremden Lebensstil anzupassen, sind allgemein bekannt. Wie hätte ich also während der Nostalgia-Arbeiten auf die Idee kommen sollen, der Zustand niederdrückend auswegloser Trauer, der diesen Film durchzieht, könnte das Los meines eigenen Lebens werden? Wie hätte es mir in den Sinn kommen können, dass ich nunmehr selbst bis ans Ende meiner Tage an dieser schweren Krankheit leiden soll? Внутренние? Да. Ну, конечно. Безусловно, возникли. И если я скажу, что совершенно неожиданно для меня самого... Beim Drehen dieses Films wurde mir bewusst, dass ich hier endlich etwas ausdrücken konnte, was ich in meinen früheren Filmen niemals so gemacht hatte. Dabei bin ich sehr weit in mich selbst vorgedrungen. Mir wurde dabei klar, dass der Film auf ganz ungewöhnliche Weise befähigt ist, das Innenleben eines Autors sichtbar zu machen. Rom, die erste Station seines Exils. Mit seiner Frau Larissa, die ihm im September 1982 gefolgt war, lebt er in der Via di Monserrato. Seine Tagebuchaufzeichnungen aus jener Zeit machen deutlich, wie zerrissen er ist. 25. Mai. Ein sehr schlechter Tag. Schwere Gedanken, Angst. Ich bin verloren. Ich kann nicht in Russland leben und hier kann ich auch nicht leben. 26. Mai. Am 31. muss ich nach Mailand fliegen, um mich mit Abbado zu treffen. Man hat aus Berlin angerufen.
Jemand will Hoffmanniana verfilmen. Ich habe $50.000 Cash verlangt. Ist das nicht zu wenig? In Moskau werden Gerüchte verbreitet, dass ich in Cannes eine Niederlage erlitten habe. Das sind die letzten Tropfen. Das schwöre ich bei Gott. 27. Mai. Larissa und ich haben mit Moskau gesprochen. Überall werden Gerüchte verbreitet. Über Cannes, wo ich angeblich durchgefallen bin. Böswillige Hetzerei. 30. Mai. Franco hat angerufen und uns mitgeteilt, dass es mit der Wohnung auf dem Land nichts wird. Wieder bleiben wir ohne Dach über dem Kopf. Wir wissen einfach nicht, was tun. 2. Juni. Bin heute aus Mailand zurückgekehrt. Völlig erschöpft. Habe mich mit Abbado getroffen. Wir haben ein paar gute Einfälle gehabt. Aber ich bin müde, total erschöpft. Wir haben keine Wohnung. Wir müssen arbeiten, irgendetwas entscheiden. Irgendwie handeln. Aber ich tue nichts. Ich warte auf irgendetwas. Was war in Cannes geschehen auf diesem Festival, dessen marktschreierisches Gehabe und dessen eitles Getue ihm so fern lagen, dessen goldene Palme ihm aber so viel bedeutete? In seinem Tagebuch schreibt er: Ich habe mich noch nicht so weit fassen können, um Worte zu finden für das, was dort geschehen ist. Alles war furchtbar. Und die Einzelheiten kann man aus der Presse erfahren, die sehr viel über das Festival geschrieben hat. Ich besitze viele dieser Presseberichte. Sehr müde. Der Film hat großen Eindruck gemacht und ist mit 3 Preisen ausgezeichnet worden. Man hat mich beglückwünscht. Bondarchuk war die ganze Zeit gegen meinen Film. Man hatte ihn speziell nach Cannes entsandt, um meinen Film zu diskreditieren. Obgleich alle Kinofunktionäre, die aus der Sowjetunion angereist waren, mir versichert hatten, dass Bondarchuk zumindest loyal sein würde. Sie redeten so viel darüber, dass mir klar wurde, dass sie ihn absichtlich nach Cannes geschickt hatten, um mich zu schädigen, damit ich nicht den Preis erhielt, der meine Chancen im Ausland zu arbeiten erhöht hätte. Besonderen Schaden richteten bei dieser Gelegenheit Bondarchuk und auch Bresson an. Der erklärte, er wolle entweder die Goldene Palme oder gar nichts. Ich musste auf einer Pressekonferenz dasselbe erklären, damit unsere Chancen vor der Jury gleich stünden. Dass gerade Bresson, den er wie kaum einen anderen schätzte, hier zu seinem Konkurrenten wurde, dass beide dann den Hauptpreis nicht bekamen und mit einem schnell erfundenen Preis für Kreativität abgefunden wurden, berührte ihn tief. Diese Szene mit Bresson und Orson Welles als Preisverleiher gibt einiges von dieser verletzenden Enttäuschung wieder. E pour Andrei Tarkovsky pour Nostalgia. Dans le silence, avouez que c'est quand même un beau plateau, non? Merci beaucoup. Merci. Ну, я не знаю, насколько, в общем, здесь на Западе известно, что происходило с нами за эти несколько лет. Хотя вот вы говорите, что... Nun, ich weiß nicht, inwiefern es hier im Westen bekannt ist, was mit uns während der vergangenen Jahre geschah. Ich fürchte, dass nur wenige darüber Bescheid wissen. Als ich hier im Westen, in Italien, den Film Nostalgia für das italienische Fernsehen drehte, befassten Larissa und ich uns überhaupt noch nicht mit dem Gedanken, hier zu bleiben. Wir dachten kein einziges Mal daran, dass wir nach dieser Arbeit nicht mehr in die Sowjetunion zurückkehren würden. Unsere Führung, insbesondere Goskino, die staatliche Kinobehörde, konkreter noch eine Figur namens Jermasch, der Leiter von Goskino, tat alles, um unsere Beziehungen nicht nur zu zerstören, sondern um uns die Möglichkeit einer Rückkehr in die Heimat zu nehmen. Wir erhielten zwar die Erlaubnis, nach Cannes zu fahren,
um dort als Vertreter der Sowjetunion am Filmfestival teilzunehmen. Doch für die Jury sandte man von sowjetischer Seite den Regisseur Bondarchuk. Das geschah nicht auf Wunsch des Direktors der Filmfestspiele in Cannes. Jedoch die sowjetische Seite bestand darauf, weil sie bei dem Festival 1983 nicht vertreten war. Госкино СССР прислало туда Бондарчука для того, чтобы тот был членом жюри советской страны. Все это было сделано не по желанию председателя или директора Каннского фестиваля, потому что они об этом и не хотели и думать, и не думали об этом, а по настоянию советской стороны, которая, в общем, не была... Mir war damals klar, dass dieses Entsenden von Bondarchuk, der sozusagen erblasst und aus Hass in Ohnmacht fällt, allein schon, wenn er meinen Namen hört, nicht zufällig war. Ich wusste, dass er gekommen war, um mir auf irgendeine Weise das Leben schwer zu machen. Als ich erfahren hatte, dass er in der Jury gegen Nostalgia kämpfte und alles daran setzte, damit dieser Film weder einen Preis erhält, noch auf dem Festival überhaupt zur Sprache kommt, war mir klar geworden, dass er vom Leiter von Goskino einzig und allein aus dem Grund entsandt worden ist, um den Erfolg unseres Films in Cannes zu zerstören. Ich war wie vor den Kopf geschlagen von dieser Tatsache und sehr verletzt und überrascht. Denn ich drehte einen Film über einen Menschen, der außerhalb seiner Heimat nicht leben konnte, der Heimweh hatte. Ungeachtet dessen versuchte Goskino alles zu tun, um mich vor den westlichen Filmemachern, vor dem Publikum und vor der Presse zu kompromittieren. Damals hatte ich begriffen, dass man mich nach meiner Rückkehr in die Sowjetunion nicht nur loben, sondern für immer ohne Arbeit lassen würde. Dort ohne Arbeit zu sein, daran hatte ich mich bereits gewöhnen müssen. Тогда я написал, и я понял, что когда я приеду в Советский Союз, то меня не только похвалят за мою картину, но я боюсь, что ее оставят на работу, без работы навсегда. Но дело даже не в том, я привык сидеть без работы. San Gregorio, ein kleines Gebirgsdorf 50 Kilometer östlich von Rom. Die Abgeschiedenheit als nächste Lebensstation. Hier will sich Tarkowski ein Haus kaufen, einen alten, kleinen, verfallenen Turm in einem abgeschlossenen Parkgelände.
6. Juni 83. Die Wohnung ist sehr eng und ärmlich. Die Küche ist winzig. Aber was sollen wir tun? 11. Juni. Wir sind nach San Gregorio übergesiedelt in der Absicht, dem Haus näher zu sein, das wir kaufen wollen, um dann die Arbeiten besser überwachen zu können. Ich hoffe, dass wir diese günstige Möglichkeit nicht versäumen. »12. Juni. Lara und ich sind in diesen Tagen sehr müde und fühlen uns sehr schlecht. 3 Tage lang wurden wir mit dem Auspacken von all den Kisten und Koffern nicht fertig. Morgen müssen wir die letzte Anstrengung machen. Gott möge uns helfen und uns die nötige Kraft geben.« Die Monate in San Gregorio sind eine sehr arbeitsreiche, schöpferische Phase. In Cannes hatte er vom schwedischen Filminstitut ein Angebot bekommen, einen alten Drehbuchentwurf mit dem Titel »Die Hexe« umzuschreiben. Der geplante Film soll jetzt »Opfer« heißen. Er ist voller Ideen. Hamlet, der heilige Antonius, E.T.A. Hoffmann. Er will das Versäumte der letzten Jahre nachholen. Und auch hier, wie immer, drücken Geldsorgen. Mit dem Umbau des kleinen Turms wird es nichts. Er kam mich immer abholen. Er kam einfach vorbei und sagte zum Beispiel, fahren wir doch irgendwo hin. Und wir stiegen ins Auto und fuhren in die Berge. Oder wir gingen Brombeeren pflücken oder Blumen, all diese Dinge. Er liebte es nicht, inmitten der Leute zu leben. Er wollte ein abgeschiedenes Leben, verstehst du? Vielleicht traf er sich mit unserer Familie, weil wir ein wenig befreundet waren. Aber das war nicht, weil er etwa ungesellig war. Er grüßte immer alle, wenn er an ihnen vorbeikam, sogar die Kinder im Dorf. Und dann wollte er etwas mit der Dorfmusik machen. Er hielt viel auf solche Dinge. Er hat mir gesagt, dass er die Musik sehr liebt. Und dann ist er von hier fortgegangen und da war eben alles aus. Er wollte auch für die Dorfmusik besondere Kleider machen. Ich erinnere mich daran. Er sagte, jetzt will ich Ihnen neue Kleider entwerfen. So etwas wie den Umhang der Statue. Aber ich weiß nicht. Er wollte sich sogar ein Haus hier bauen. Ich hatte versprochen, das für ihn zu erledigen. Es sollte ein ganz kleines Haus sein. Della statua. Poi, non lo so, avevano scelto pure i colori. Wie gern möchte man sich zuweilen ausruhen, sich irgendeiner anderen Auffassung vom Sinn der menschlichen Existenz zuwenden. Der Osten war der ewigen Wahrheit stets näher als der Westen. Die westliche Zivilisation aber hat den Osten mit ihren materiellen Lebensansprüchen verschlungen. Der Westen schreit, hier, das bin ich, schaut auf mich, hört, wie ich zu leiden und zu lieben verstehe, wie unglücklich und glücklich ich sein kann, ich. Der Osten sagt kein einziges Wort über sich selbst. Er verliert sich völlig in Gott, in der Natur, in der Zeit.
Und er findet sich selbst in allem wieder. Er vermag alles in sich selbst zu entdecken. It is a foreigner very close to me. It is a man who in every moment had some sort of ambition to create the world again and again. Ein Fremder, der mir sehr nahe steht. Ein Mann, der unaufhörlich von dem Wunsch beseelt war, die Welt zu schaffen, der immer kreativ war, der den Regen, die Wolken, den Ausdruck auf den Gesichtern der Menschen, der dauernd neue Dinge schaffen wollte. In seiner Gegenwart kam man dem Wunder des Lebens sehr nahe. Er dachte ständig darüber nach. Miracle of living. He was always, I think he was always thinking about it. And at the same time he was joking, laughing, playing, a lot of coquetry. He liked himself. Und gleichzeitig machte er Witze, lachte, trieb seine Spiele. Es war viel Koketterie an ihm. Er mochte sich selbst, seinen Körper, sein Gesicht. Er wusste sehr gut, wie er sich selbst in der Landschaft ausdrücken konnte. Denn er war ein sehr offener Mensch, naiv wie viele Künstler. Er war ein wirklich künstlerischer und paradoxer Mensch in dem Sinne, dass er offen und geheimnisvoll, ernst und spielerisch sein konnte. Er hatte eine besondere Zärtlichkeit, konnte einen auf eine angenehme Art körperlich berühren. He was also, he had such a tenderness. He was touching you physically in a very nice way.
London, September 1983. Königliche Oper Covent Garden. Claudio Abbado war mit der Bitte zu ihm gekommen, Mussorgskis Oper Boris Godunow zu inszenieren. Er hat das gern gemacht. Es blieben nur Fotos, der geplante Film kam nicht zustande. Andere Regisseur gesehen, das wie Tarkovsky arbeitet. Er war zum Beispiel von der ersten Probe, hat mich gesagt, bitte spielt diese Szene einmal musikalisch. Er hat nicht angefangen zu sagen, muss so und so und so. Ich habe gesagt, bei welcher Position? Nein, ich möchte einmal hören. So, wir haben musikalisch gemacht. Dann hat er angefangen, ganz langsam zu sagen, so und so, so. Und am nächsten Tag hat er ganz anderes gemacht. Immer korrigieren, immer besser, immer. Hat fast alles improvisiert. Aber immer mit einer ganz deutlichen Idee. Wir haben natürlich zusammen sehr lang gesprochen. Und manchmal hat geniale Idee, wie zum Beispiel diese Idee von Boris, der schläft in der Russland-Mappe, ne? Wo die Kinder spielen und die anderen sind nicht erlaubt, in Russland zu gehen, wie in Schwiski auch. Und das finde ich war wirklich genial. Und diese Idee, wir haben auch gesprochen, das muss bleiben auch für Film. Oder andere Idee, zum Beispiel in der zweiten Szene mit Pimen und Dimitri. Es ist immer sehr schön musikalisch, aber langweilig, weil es passt überhaupt nicht. Es sind nur zwei Leute, die reden oder singen. Und er hat etwas unglaublich schön gemacht. Und ich habe mir vom Anfang gesagt, schau, das ist die gefährliche Szene. Du musst etwas finden. Ne? Und er hat viele Tage überlegt und dann hat er etwas gefunden. Das ist schade, es war kein Film in diesem Moment. Er hat ganz langsam in den Dunkel gemacht mit Leuten, sie waren auf der Bühne, ganz kleine Bewegungen. Und das Publikum hat nicht verstanden, was ist, was. Und dann plötzlich waren Pimen, erzählt er, der Zar hat alle getötet, sind alle gestorben. Dann langsam kommt das Licht und man sieht alle Körper, alle gestorben mit Blut und Weiß. Und dann man sieht der kleine Dimitri, das war auch gestorben. Und das finde ich genial. Diese Idee, das war der Mann. Und dann hat wirklich immer jedes Moment mir gefragt, aber geht das mit Musik? Ist in Ordnung mit Musik? Weil war immer mit einem großen Respekt für Musik, wie leider selten findet ein Regisseur mit Oper. Oh
Es war nicht leicht, an Tarkowski heranzukommen. Und ich musste über verschiedene Umwege, über irgendwelche Assistenten von ihm, ich führte lange Telefongespräche. Und schlussendlich kam dann die Bedingung, Tarkowski wolle Geld, er wolle das Interview nicht umsonst geben. Und er verlangte etwa 800 Schweizer Franken und ich hatte dieses Geld nicht und es war für mich schwierig, bis dann schlussendlich ein Freund mir aushalf und ich flog nach London und mit etlicher Verspätung komme ich dann zu einem von diesen Reihenhäusern in einem Londoner Vorort und da läute ich und ein kleinerer, so ein kleinwüchsiger Mann macht mir auf, sehr unfreundlich und hüllt sich in eine karierte Decke und sagt mir, dass er mich gar nicht erwartet hätte und dass er gar nicht willig sei, mit mir zu reden. Aber das Geld war da und ich legte es auf den Tisch und Tarkowski musste reden. Er war gedemütigt und er hasste mich dafür und er hat dauernd diese Decke zwischen uns geschoben und sagte, er sei krank und er habe mit Journalisten nichts zu tun und alles, was er zu sagen habe, habe er in seinen Filmen gesagt und das sei eigentlich ein ganz minderwertiger Beruf, der Journalistenberuf. Und warum sitze ich nicht bei meinem Mann, wie es sich doch für eine richtige, normale Frau gehört? Es wurde dann für mich, ich führe ja viele Interviews als Psychologin, viele diagnostische Interviews und ich dachte mir, ich habe so viel jetzt vorbereitet, ich bin jetzt da, ich muss jetzt ihn zum Sprechen bringen. Und ich wählte gerade diesen Weg über die Frau, über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und zunächst mal habe ich ihm klargemacht, dass ich ja jetzt nicht als Journalistin komme, sondern ich komme als Mensch zum Tarkowski, als Mensch, der sich ihm nahe fühlt, verwandt fühlt durch seine Filme. Er wurde also so ein bisschen, er taute auf. Ich merkte, er war sehr darauf aus, doch irgendwie auch Komplimente zu hören. Und dann habe ich ihn angegriffen und sagte ihm, die Frau in ihren Filmen hat doch keine Eigendynamik. Die Frau ist ja immer nur Satellit des Mannes. Die Frau hat keine Daseinsberechtigung als Mensch, sondern immer nur Kraft der Liebe zum Mann. Und daraufhin entwickelte dann Tarkowski seine so radikal patriarchalen Ideen und sagte, das ist wirklich so, die Frau habe doch keine eigene innere Welt und solle sie auch nicht haben. Ihre innere Welt solle sich in der des Mannes vollkommen auflösen. Der Mann aber solle seine eigene Welt für sich behalten. Und wir kämpften miteinander, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass Tarkowski von der Frau genau das gefordert hat, wozu er selbst unfähig war. Er war ja irgendwie für meine Begriffe unfähig zu lieben. Und ich habe es ihm auch gesagt, warum lieben Sie denn selbst nicht und überlassen dann der Frau selbst, was sie zu tun hat. Und er gab dann zu, dass es für ihn sehr schwer sei zu lieben und es sei für ihn auch sehr schwer, sich zu opfern. Aber die Frau ist doch Symbol des Lebens, die Frau ist einfach für ihn der Mythos und das Gute und das Schöne und sie solle das doch machen. Andrei,
The question is a very simple one. From where do you draw? Woher beziehen Sie Ihre geistige Kraft? Die Kraft, die die Quelle Ihrer kreativen Arbeit ist. Wo sind Ihre Wurzeln? Your creative work. Where are you rooted? Мои корни в том, что я себе очень не нравлюсь. Meine Wurzeln liegen darin, dass ich mich selbst nicht liebe. Ich missfalle mir selbst. Aber das beantwortet nicht meine Frage. Я в этом черпаю те духовные силы, которые заставляют меня обратить внимание на другое. Das ist mein Ausgangspunkt, der mich dazu treibt, anderen Dingen Beachtung zu schenken. Это помогает мне как-то уходить от самого себя. Das ermöglicht mir, Schritte von mir wegzumachen. Короче говоря, искать силы не столько в самом себе, сколько в том, что меня окружает. Es gestattet mir, nicht in mir selbst Kraft zu suchen und zu finden, sondern in dem, was um mich herum und über mir ist. Ich kann sicher nicht behaupten, ich würde Kraft in mir selbst finden. One more question. Auf Einladung verschiedener Kulturorganisationen kommt er Ende 1983 nach West-Berlin. Er hält Vorträge, stellt sich Diskussionen. Er wohnt in Glienicke, draußen vor der Stadt, die ihm fremd bleibt. Berlin ist eine völlig zerstörte Stadt. Einige Gebäude sind erhalten geblieben, das wissen wir. Es ist eine furchtbar zerstörte Stadt. Und sie wurde nicht wieder aufgebaut. Nur die Wohnungen wurden in Ordnung gebracht und neue Häuser wurden gebaut. Ich empfinde die Stadt als sehr niederdrückend. Das ist natürlich nicht das Berlin, das es früher einmal war. Dieses Berlin ist völlig neu. Und deshalb liegt die ganze Zeit so ein Gefühl in der Luft, als ob hier der Krieg noch nicht beendet wäre. Solch eine Empfindung. Ich weiß nicht, ein psychologisches Klima. So, als ob hier der Krieg noch nicht beendet wäre. Er konnte diese Mauer einfach nicht ertragen. Für ihn war das sehr schwer vom emotionalen Standpunkt her. Und all das verband sich für ihn auch mit unseren persönlichen Problemen. Diese Mauer war auch zwischen uns. Eindrücke sind ja überhaupt immer etwas sehr Persönliches. Alles hängt von der Situation ab, in der du dich befindest, wenn du eine Stadt besuchst. Und das war bei ihm, scheint mir, der Fall. Es war eine dieser typisch emotionalen Reaktionen auf die Stadt. Außerdem möchte ich noch sagen, dass er stets behauptete, Berlin hätte ein sehr schweres Feld, dass er darin noch das ganze Nachkriegselend, die ganze damalige Armseligkeit der Nation, diese ganze Nachkriegsatmosphäre spüre. Er fühlte das alles und er sagte immer, ich fühle es förmlich mit meiner Haut und das machte ihm schwer zu schaffen. Er sagte nur, dass er niemals ständig in Berlin leben könne, dass das Leben hier nichts für ihn sei. Er konnte hier nur mit großer Mühe arbeiten und er war ständig angespannt und nervös. Er macht sich die Stadt dadurch erträglich, dass er häufig in ihre Museen geht, nach Dahlem, ins Schloss Charlottenburg. Die liebende Verehrung, die die Malerei und die Literatur der deutschen Romantik schon früh in ihm ausgelöst hatten, bewegt ihn auf einer sehr gefühlsträchtigen Spur. Er findet sich hier wieder.
Schon in Moskau hat er ein Drehbuch über E.T.A. Hoffmann geschrieben. Hier im Schloss Charlottenburg will er diese Hoffmannianer drehen. Auf Spaziergängen legt er bereits die Drehorte fest. Doch zunächst steht Schweden bevor. Sein nächster Film, Opfer. Auch das ein Gedanke, der ihn schon jahrelang bewegt. Очень трудно, прежде надо поставить, что такое шедевр, вообще искусство. Служит ли оно духовному развитию человека, или это соблазн, или это, так сказать, то, что в русском языке называется... Tolstoi war der Ansicht, dass man, um den Menschen dienen zu können, um wirklich eine geistig hochstehende Persönlichkeit zu sein, sich selbst vervollkommnen müsse. Man müsse sich seinem Inneren zuwenden. Nur dann sei man in der Lage, sich selbst als Opfer darzubringen. Nur dann. Dieses Problem ist sehr wichtig. Und für mich steht gleichzeitig fest, dass ich in meinem kommenden Film nur dies eine Problem behandeln werde. Эта проблема очень, так сказать, важная, но вместе с тем ясно одно, что, так сказать, я, во всяком случае, в своих фильмах, последних и, может быть, в будущих, ставлю только одну проблему. Als Drehort seines Films bestimmt er Gotland, eine Insel möglichst nahe an Russland, eine Landschaft, die jener gleicht, die hinter dem Horizont liegt. In dem Film wird es darum gehen, wenn wir nicht wie Parasiten am Körper der Gesellschaft leben wollen, genährt von den Früchten der Demokratie, wenn wir nicht zu Konformisten und Konsumidioten werden wollen, so müssen wir auf vieles verzichten. Und wir müssen bei uns selbst anfangen. Wir sind schnell bei der Hand damit, anderen die Schuld zuzuschieben, der Gesellschaft, unseren Freunden, nur nicht uns selbst. Im Gegenteil, besonders gern belehren wir andere, halten Vorträge darüber, wie man sich verhalten soll, wollen Propheten sein und haben doch kein Recht dazu, weil wir uns am wenigsten um uns selbst kümmern und unsere eigenen Ratschläge nicht befolgen. Es ist ein dramatisches Missverständnis, wenn man sagt, das ist ein guter Mensch. Denn was ist das heute, ein guter Mensch? Erst wenn man bereit ist, sich selbst zu opfern, kann man beanspruchen, den allgemeinen Lebensprozess zu beeinflussen. Anders geht das nicht. Der Preis ist in der Regel unser materielles Wohlergehen. Man muss zumindest so leben, wie man redet, damit die Prinzipien nicht mehr Geschwätz und Demagogie sind, sondern Realität werden. »10. Juli 1984, Palazzo Serbelloni in Mailand. Er ist aus Schweden herübergekommen, um auf einer internationalen Pressekonferenz zu erklären, dass er im Westen bleiben will. Es ist der hässlichste Augenblick meines Lebens, sagt er. Juri Lyubimov, der ihm mit Rostropowitsch zur Seite sitzt, erlebt ihn als verworren und nervös. Och den världsberömde filmregissören Andrei Tarkovsky. Tarkovsky tillsammans med sin fru Larissa meddelade att de nu beslutat lämna Sovjetunionen eftersom de sovjetiska myndigheterna gjort det omöjligt för honom att filma som han själv vill. Umständlich schildert er seine vielen Versuche, eine gütliche Vereinbarung mit den sowjetischen Filmfunktionären zu bekommen.
Doch man habe ihn brüskiert, seine Briefe seien ohne Antwort geblieben. Kaltes Schweigen sei auch die Reaktion auf seine Schreiben an die Parteiführer gewesen, als er um die Ausreise seines 13-jährigen Sohnes und seiner 82-jährigen Schwiegermutter gebeten habe. Berättade att han gjort allt för att få ett vanligt pass och för att få ha med sig också sin 13-årige son och svärmor när han filmar utomlands. Aus all dem musste ich am Ende erfahren, dass Sie mich hassen, sagt er. Hätten Sie mir nur einmal menschlich geantwortet, dann würde ich meine Heimat nicht verlassen. Das ist eine Tragödie für mich. Sie haben mich verstoßen. Filmer som Andrei Rublev, Solaris och Stalker har blivit världsberömda, men tillhör inte de mest lättillgängliga. Auf die Frage eines Reporters, in welches Land er denn nun gehen werde, sagt er, darüber habe er noch nicht entschieden. Quanto al paese non abbiamo ancora deciso nulla con mia moglie. Per noi la cosa più importante era prendere la decisione di rimanere. Liksom många andra sovjetiska konstnärer är Tarkovskij ytterst fäst vid sitt fädernesland, vars miljö totalt har inspirerat hans filmer. Att behöva lämna sitt land är en stor mänsklig tragedi, sa Tarkovskij idag. Si on lui demandait pourquoi tu restes quand même ici, il pensait que... Wenn man ihn gefragt hat, warum er trotzdem hier bleibe, antwortete er, um sie zu verletzen. Sie, immer sie. Doch das sind Leute, die man nicht verletzen kann, die absolut nicht zu ändern sind. Ich glaube nicht, dass man etwas tun sollte, einfach nur aus Stolz. Der Schmerz, der ihm zugefügt wurde, der Schmerz über den Verlust der vertrauten Umgebung, in der er fast 50 Jahre gelebt hatte, stand in keinem Verhältnis zu dem Traum vom Leben im Westen. Er hat zwar so etwas wie eine gewisse Zufriedenheit gefunden, doch immer wieder sagte er mir, hier im Westen fehle eine Spiritualität im Denken. Es gäbe eine gewisse Primitivität im Denken, eine nur zu bekannte kleinbürgerliche Mentalität, die er nicht ertragen könne. Er wurde immer trauriger und sein Resümee war, dass es kein Paradies auf Erden gäbe und dass der Mensch zum Unglücklichsein geboren sei. Von Anfang an bestimmt zum Unglück, zum Leiden und zur Traurigkeit. Il a commencé à dire que l'homme est né comme malheureux. Dès le début, il est destiné à un malheur, à la souffrance et à la tristesse, quoi. Я, например, совершенно бы не смог, допустим, жить, если бы знал пророчество о собственной жизни. Ich möchte zweifellos nicht mit einer genauen Vorstellung davon leben, was das Leben noch für mich bereithält. In diesem Augenblick hätte das Leben jede Bedeutung verloren. Wenn ich genau weiß, was mir widerfahren wird, welche Bedeutung bleibt dann? Ich spreche natürlich von meinem eigenen persönlichen Schicksal. Diese Worte sind von einer Aura ungeheurer Erhabenheit umgeben, vor denen der Mensch steht wie ein Kind. Ein Kind, das gleichzeitig verwundbar und verteidigungslos ist und trotzdem beschützt wird. Alles wurde so eingerichtet, dass unser Wissen unvollständig ist. Damit wir die Ewigkeit nicht beflecken und uns eine Hoffnung gelassen wird. Denn im Nichtwissen liegt Hoffnung. Nichtwissen, darin liegt auch Erhabenheit. Wissen ist billig, gewöhnlich. Er war in die St. James Church nach London eingeladen worden, um einen Vortrag über die Apokalypse zu halten. Er sprach von sich. Das Buch der Offenbarung wurde zu seinem Thema.
Sein Leben hatte für ihn einen apokalyptischen Charakter angenommen. Gesegnet sind die, die lesen und die Worte der Prophezeiung hören und sich daran halten, denn die Zeit ist nahe. Das bezog er ganz direkt auf sich selbst. Winter 1984-85. Noch einmal Berlin. Nur selten verlässt er die Wohnung in der Hektorstraße, trifft sich in der Paris-Bar mit den wenigen Leuten, die er um sich haben mag. Pläne und Pläne. Mit Kluge will er einen Film über Rudolf Steiner machen. Mit den Hoffmannianer geht es nicht voran. Er bekommt zu spüren, dass das Geld hier das Filmgeschäft beherrscht. Da haben Poeten es schwer. Bei Ullstein erscheint sein Buch Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik des Films, Schriften, die er weitgehend schon in Moskau verfasst hatte. Auf dem Berliner Filmfestival fühlt er sich missachtet. Er vermutet, man wolle ihn wegen der Ost-West-Festival-Geschäfte opfern. Er ist häufig niedergeschlagen, streitet sich mit seiner Frau, ist müde, zieht sich in die Isolation seiner möblierten Wohnung zurück. Noch immer das Leben aus dem Koffer. 27. Februar 1985. Berlin ist eine schreckliche Stadt. Ich muss sie so schnell wie möglich verlassen. Man hat mich auf dem Festival beleidigt, ist so mit mir umgegangen, wie man das in Moskau hätte tun können. Ich fliege am 1. Mit den Deutschen völlige Unklarheit in Bezug auf unsere deutschen Möglichkeiten. Endlich Gotland, endlich die Arbeit am Film Opfer. Hier beim Drehen der Schlusseinstellung. Er gibt das Gefühl, dass er alles in diesen einen Film hineinpacken will. Die Abrechnung mit dem Materialismus unserer Zeit, mit ihrer Gottlosigkeit, mit ihrer fehlenden Geistigkeit. Auch die Abrechnung mit seiner Frau, die er ernsthaft für eine Hexe hält, seiner Hassliebe, der er in diesem Film mit einer bis zur Haarspange detailgetreu nachgestellten hysterischen Egozentrikerin ein fragwürdiges Denkmal setzt. Er ist wie besessen, dabei sprunghaft in seinen Emotionen. Mal fröhlich, warm, herzlich, dann abweisend, böse. 6. März 1985. Die Schweden sind träge und lasch und interessieren sich nur für die Erfüllung irgendwelcher Formalitäten. Man muss um 8 Uhr mit den Dreharbeiten beginnen und nicht eine Minute später. Und das in der Natur. Das ist wahrscheinlich das einzige Land, wo man im Film wie Beamte irgendeiner Institution arbeitet. Von da bis dahin, ohne überhaupt daran zu denken, dass ein Film geschaffen wird. Aber wo es um Schöpferisches geht, da ist kein Platz für irgendwelche Reglementierungen. Und ebenso umgekehrt. Sie arbeiten schlecht, wirklich schlecht. Jetzt kannst du kommen und mir helfen, mein Junge. Einmal vor sehr langer Zeit, verstehst du? Da lebte ein alter Mönch in einem orthodoxen Kloster. Pamwe hieß er. Der pflanzte auf einem Berg einen trockenen Baum. Genau so. Und zu seinem Schüler, das war ein Mönch, der hieß Johann Kolo, sagte Pamwe, er solle diesen Baum täglich wässern, bis er zum Leben erwachen würde. Gib mir mal ein paar von den Steinen da. Und so füllte Johann jeden Morgen in aller Frühe einen Eimer mit Wasser und machte sich auf den Weg. Er stieg hinauf auf den Berg und wässerte den trockenen Baumstamm. Und am Abend, wenn es schon dunkel war, kehrte er zurück in das Kloster. Und so ging das 3 ganze Jahre. Aber dann, eines schönen Tages, kam er auf den Berg und sah, dass sein ganzer Baum
übersät war mit Blüten. Man kann sagen, was man will. Diese Methode, dieses System hat etwas Großartiges. Weißt du, manchmal, da sage ich mir, wenn man nun jeden Tag zu genau der gleichen Zeit ein und dieselbe Sache tun würde, wie ein Ritual, unerschütterlich, systematisch, jeden Tag, ständig zu genau der gleichen Zeit, dann würde sich die Welt verändern. Etwas in ihr würde sich verändern, es könnte gar nicht anders sein. И дом, построенный на море. История дома — это история нашего дома в деревне. Dieses Haus am Meer ist die Geschichte unseres Hauses auf dem Dorf. Персонажи тоже взяты. Auch die Personen in diesem Film kommen aus unserem Leben. Der kleine Junge, das war ich. In diesem Film liebt der Hauptdarsteller den Jungen sehr und spricht mit ihm ständig über verschiedene, sehr ernste Themen, deren Sinn der Kleine nicht einmal versteht. Im Prinzip gab es solche Gespräche auch zwischen Vater und mir, als ich noch klein war. Und wir gingen oft spazieren. Er erzählte mir ständig etwas, verschiedene interessante Geschichten. Manchmal verstand ich ihn, manchmal nicht. Aber es war immer sehr interessant, ihm zuzuhören. Das ist mir für das ganze Leben in Erinnerung geblieben, diese Spaziergänge mit ihm, als er mit mir sprach. Ich glaube, dass auch er sich daran erinnerte und es für seinen Film benutzte. Вообще напрасно, надолго будет. Ja, det är synd. Ну ладно. Okej. Han säger att det är synd, men det är okej. Kör då. Давайте тогда если... Уже бывает, потеряли много времени. Förlorade massor med tid. Pronti? Jag är tagen här. Pronti o no? Sven? Erland? Anche Erland? Non sarà. Allora. Una, due. Puttane, puttane. Kan du också ta med? Du tar min tur. Tommy, nu är det du. Was? Was ist denn? Du musst keine Angst haben, mein Junge. Es gibt keinen Tod. Sicher gibt es die Angst vor dem Tod, und das ist ein unheimlicher Schrecken. Oft bringt er den Menschen dazu, was zu tun, was sie nicht tun sollten. Aber wie anders würde alles sein, wenn wir aufhörten, uns vor dem Tode zu fürchten. Was? Ja, ich bin vom Thema abgekommen. Also, ja, wie gesagt, da standen wir also wie verhext, deine Mutter und ich, und betrachteten die ganze Schönheit. Und wir konnten uns gar nicht losreißen von dieser Stille und dem Frieden. Gudrun!
I remember when he was looking for the place where he could shoot the dream of the catastrophe Ich weiß noch, wie er nach einer Stelle suchte, wo er den Katastrophentraum für das Opfer drehen konnte. In der Szene gab es eine Brücke, über die viele Menschen liefen. Er machte sich mit dem Kameramann und der Produzentin in ganz Stockholm auf die Suche nach einer geeigneten Stelle, fand aber nichts Richtiges. Und dann kam er eines Morgens und sagte, ich habe die Stelle für den Katastrophentraum. Er zeigte sie uns und wir drehten den Traum. Und die Kamera stand dabei ungefähr 10 Meter von der Stelle, wo Olof Palme 6 Monate später ermordet wurde. Auf die Stufen gerichtet, über die der Mörder verschwand. And he put the camera about 10 meters from the place where Palme 6 months later was murdered. And he shot in the direction to the steps where the murderer disappeared. And I asked him how it was such a shock for me. So Als wir dann darüber sprachen, war es ein wirklicher Schock für mich. Denn ich fragte ihn, wie er die Stelle gefunden hätte, ob es eine Vorahnung gewesen sei. Und er meinte, einige Plätze seien für Katastrophen gemacht. Und das sei ein solcher Platz. Er verfügte über viele Zugänge zur Geschichte, zur Politik, zu menschlichem Verhalten, die mehr dramatischer als intellektueller Natur waren. Er war ein intellektueller Mann, ausgesprochen intelligent, sehr klar, aber er verfügte auch über ein anderes Instrumentarium, das bemerkenswert gut entwickelt war. Dramatic than intellectual. It was feelings. He was an intellectual man, very intelligent, very clear, but he had also some other sort of instruments which was very well developed. Nein. Was ist denn? Nein! Nein! Beruhige dich. Nein! 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 Ich kann nicht. I remember many times he would just sometimes call me and say, I had a dream. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass er mich oft einfach anrief und sagte, ich hatte einen Traum. Und dann erzählte er mir den Traum. Einmal träumte er beispielsweise, er läge tot auf einem Bett und am Bettende sah er seine Frau sitzen, glaube ich. Und als sie sich umdrehte, war es jemand anderes. Und diejenigen, die den Film anschauen, sehen die Umsetzung dieses Traums, wenn Adelaide sich umdreht und plötzlich hat man die Hexe Maria vor sich. Und bei einer sehr komplizierten Szene, die schließlich auch weggelassen wurde, obwohl wir sie gedreht hatten und alles schriftlich fixiert war, erzählte er mir auch wieder von einem Traum, bei dem er tot auf einer Couch oder einem Sofa lag und viele Leute hereinkamen und sich als ein Zeichen der Ehrerbietung niederknieten. He said also that he called me and he said that he was dreaming that he was dead. He was lying on the couch on a sofa, and lots of people were coming into the room and they were kneeling as some kind of some kind of sign of respect.
29. September, Stockholm. Alles ist furchtbar schwierig. Ich bin so müde. Ich kann einfach nicht mehr ohne Andruscha sein. Ich will nicht mehr weiterleben. »8. November. Heute hatte ich einen schrecklichen, traurigen Traum. Wieder erblickte ich einen nördlichen See. Wie mir scheint, irgendwo in Russland. Morgendämmerung. Auf seinem entgegengesetzten Ufer 2 russisch-orthodoxe Klöster und Kirchen von ungewöhnlicher Schönheit. Und mir wurde so traurig, so weh zumute. »10. November. In Angelegenheiten Andruscha vorläufig noch nichts. Morgen findet das 2. Treffen mit Palme statt. In Rom waren wir mit Larissa im Außenministerium. Sie wollen uns helfen. Wie? Wir waren bei einem Rechtsanwalt und Senator, der ausgezeichnete Verbindungen zur Regierung hat. Andreotti bat ihn, eine Woche zu warten, bevor er die nötigen Schritte zur Einladung unserer Familienangehörigen unternehmen würde. Aus Moskau kommen schlimme Nachrichten. Schreckliche Tage, ein schreckliches Jahr. Gott steh mir bei. »18. November. Krank. Bronchitis und irgendetwas Absurdes mit meinem Hinterkopf und den Muskeln, die auf die Nerven drücken, was bewirkt, dass mein Hals und meine Schultern sehr schmerzen. Husten, Rotz. Und zur selben Zeit muss man dem Film den Ton geben und die Zeit vergeht. »19. November. Ich war beim Masseur. Wegen des ständigen Stress sind meine Schultern und mein Rücken in einem schlimmen Zustand und es sieht so aus, als müsste ich eine kleine Operation an meinem rechten Schlüsselbein machen lassen. Er sagt, es sei gefährlich, das so lange zu belassen. Ich habe mit Moskau gesprochen, aber was kann ich Ihnen Neues sagen? Im Filminstitut geht die Arbeit ohne mich überhaupt nicht voran. »24. November. Ich bin krank, sogar ziemlich schwer. Schreckliche Spannung zwischen mir und der Produzentin wegen der Filmlänge von 2 Stunden und 10 Minuten. Die Gespräche zwischen Gorbatschow und Reagan sind beendet. Es besteht eine Hoffnung für das nächste Jahr. »30. November. Schreckliches Herumzanken wegen der Länge des Films. Ich bin krank. Ich musste eine allgemeine Blutanalyse machen und meine Lungen röntgen lassen. Die Ergebnisse sind bisher noch nicht bekannt. 10. Dezember. Der Arzt sagte mir, dass ich am Freitag, den 13., er hat einen guten Tag gewählt, zum Lungenspezialisten gehen müsse. Ich bekam einen sehr strengen Brief vom Direktor des Filminstituts und antwortete darauf mit sehr kühlen Worten, dass ich seine Haltung nicht verstünde. Entweder will er einen Film von Tarkovsky oder irgendeinen kommerziellen Film von einer Länge von 1 Stunde 30 Minuten. »11. Dezember. Je älter ich werde, desto geheimnisvoller wird mir der Mensch. Es ist, als würde er sich meinen Beobachtungen entziehen. Das heißt, mein Wertsystem bricht zusammen und ich verliere die Fähigkeit, über ihn Schlüsse zu ziehen. Einerseits ist es gut, wenn ein Wertsystem zusammenbricht. Aber ist es gut, wenn alle Systeme zusammenbrechen? Gott behüte einen davor, alles zu verlieren. Was habe ich? Ein neuer Ausbruch von Tuberkulose? Eine Lungenentzündung? Oder vielleicht sogar Krebs? Am 13. Dezember werde ich alles erfahren. Ich bin krank und liege im Bett. Große Schmerzen im Inneren meiner Lungen. Heute erblickte ich im Traum Vasya Shukshin. Wir spielten Karten. Ich fragte ihn, schreibst du gerade irgendetwas? Ich schreibe, erwiderte er zerstreut, die Gedanken nur auf das Kartenspiel gerichtet. Und dann, scheint mir, standen einige der anderen anwesenden Spieler auf und einer von ihnen sagte, jetzt kommt die Abrechnung. In dem Sinne, dass das Spiel beendet war und man die Ergebnisse zusammenzählen musste. 12. Dezember. Vor ein paar Tagen lag ich hier im Bett, schlief jedoch nicht. Plötzlich sah ich meine Lungen von innen. Oder besser gesagt, einen Teil einer Lunge.
und ein blutiges Loch mit geronnenem Blut darin. Ich hatte früher niemals solche Visionen. Es geht mir sehr schlecht. Starker, sehr trockener Husten und ein stechender Schmerz in den Lungen. Kopfschmerzen. »13. Dezember. Das ist heute wirklich ein schwarzer Freitag. Ich war beim Arzt in der Klinik. Sie waren sehr liebenswürdig und aufmerksam zu mir. Vielleicht allzu liebenswürdig. Sie haben eine Analyse außerhalb ihrer üblichen Arbeitszeit gemacht. Offensichtlich hat hier Slava Rostropowitsch seinen Einfluss auf irgendwelche Weise eingesetzt. Da ist irgendetwas in der linken Lunge. Der Arzt sagte, entweder eine Lungenentzündung, was wahrscheinlich nicht stimmt, da der dunkle Fleck unter der Wirkung der Antibiotika, die ich eingenommen habe, nicht verschwunden ist. Oder eine Tuberkulose. Oder eine Geschwulst. Er fragte mich, wo ich es vorziehen würde, mich operieren zu lassen. Im schlimmsten aller Fälle. Ich denke, vielleicht soll ich mich überhaupt nicht operieren lassen. Man quält sich nur ab, ohne irgendwelche Resultate. Das sind immerhin die Lungen und nicht die Brust einer Frau. Sie haben eine Gewebeprobe aus der geheimnisvollen Geschwulst auf meinem Kopf genommen, die dort vor einem Monat aufgetaucht ist, ganz plötzlich und ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Sie untersuchten mich auf TBC. Sie wollen es bis zum 20. Dezember klären. Aber ich bin irgendwie auf das Schlimmste gefasst. Diese Vision, die ich hatte, als ich meine Lungen vor mir sah, glich eher einer Kaverne und nicht einer Geschwulst, obwohl ich davon nicht ganz überzeugt bin. Ich weiß nicht, wie diese Geschwulst eigentlich aussehen müsste. Ich habe einfach nur den Eindruck, dass alles um die Wunde herum sauber war, nichts Bösartiges. Ich hätte eine Lebensversicherung in Italien abschließen sollen. Jetzt wird das wahrscheinlich sehr schwierig sein. 15. Dezember. Der Mensch lebt mit dem Wissen, dass er früher oder später sterben muss. Aber er weiß nicht wann. Und deswegen verschiebt er diesen Moment auf eine unbestimmte Zeit. Das hilft ihm zu leben. Aber ich weiß es jetzt. Und nichts hilft mir, weiterzuleben. Das ist sehr schwer. Aber das Wichtigste ist Larissa, wie es ihr sagen. Wie soll ich ihr mit meinen eigenen Händen diesen schrecklichen Schlag versetzen? 16. Dezember. Heute habe ich den ganzen Tag im Krankenhaus verbracht. Sie haben die Geschwulst auf meinem Kopf aufgeschnitten und ein Stück für die Analyse herausgenommen. Aber der Arzt sagt, die Ergebnisse der Analysen seien schlecht und dass sich diese Geschwulst überhaupt nicht heilen lässt. Oder aber, falls sie von einer bestimmten Art ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Nach allem zu schließen jedoch, steht es schlecht um mich. Wie werde ich mit Lara sprechen? 21. Dezember. Am 23. fliege ich nach Italien. Ich nehme alle meine Sachen mit. Es geht mir von Tag zu Tag schlechter. Boris Leonidowitsch Pasternak hatte recht, als er mir sagte, dass ich nur noch 4 Filme machen würde. Erinnerst du dich an die spiritistischen Seancen bei Rerik? Nur, Boris Leonidowitsch Pasternak hat nicht richtig gezählt. Er wusste, dass ich 7 Filme machen würde, aber er schloss in die Zahl auch die Walze und die Geige ein, den man eigentlich nicht mitzählen soll. Aber er hat sich nicht geirrt.
Weihnachten 1985. Endlich eine eigene Wohnung, wieder eigene Möbel. Die Stadt stellt die Wohnung unentgeltlich zur Verfügung. Der Bürgermeister ist stolz, Tarkowski hier zu haben. Endlich ein Ruhepol, doch er findet keine Freude. Die Belastung ist zu groß, ständig die Gedanken über die Krankheit und der Film, an dem ihm so viel liegt, den er für seinen wichtigsten hält, dieser Film muss fertig werden. In seinem ersten Drehbuchentwurf für das Opfer hatte die männliche Hauptfigur Krebs. Seine künstlerische Arbeit also eine geheimnisvolle Projektion des eigenen Schicksals? Ein poetisches Bild, das ich irgendwann ersinne, wird konkrete, greifbare Wirklichkeit. Materialisiert sich und gewinnt, ob ich will oder nicht, Einfluss auf mein Leben. Natürlich ist der Umgang mit einer derart ohne eigenes, bewusstes Zutun entstandenen Wirklichkeit, die aber dennoch ihren Ursprung in der Vorstellungswelt desjenigen hat, den sie dann unversehens heimsucht, alles andere als angenehm. Im Gegenteil, man empfindet sich als Instrument oder als Spielball. Man hört auf, eine Persönlichkeit im autonomen, selbstverantwortlichen Sinne zu sein, wird gewissermaßen halbiert, empfindet sich als Medium, verfügt nicht mehr völlig über sich selbst. Wenn das Leben den Ideen, die man entwickelt, buchstäblich auf dem Fuße folgt, dann gehören auch diese Ideen nicht mehr einem selber. Sie sind nur Botschaften, die man empfängt und weitergibt. Insofern hat Puschkin recht, der meinte, jeder Dichter, jeder wirkliche Künstler sei wider seinen Willen ein Prophet. Er geht in medizinische Behandlung nach Paris. Dem Tagebuch, das er jetzt beginnt, gibt er den Titel Martyrolos, Leidensgeschichte. Die Ärzte in Schweden gaben ihm noch 3 Wochen zu leben. Er war sehr krank. Ich bekam einen Telefonanruf, in dem er mich bat, ihn in Kontakt mit Professor Schwarzenberg zu bringen. Ich habe den Kontakt sofort hergestellt. Er hat sehr gelitten, er war sehr, sehr müde und sein Krebs war schon sehr weit fortgeschritten. Er hatte Metastasen in den Knochen. Er ist am nächsten Tag zur Behandlung in die Klinik eingewiesen worden. Ich bin kein Arzt. Einige Zeit später ging es ihm sehr viel besser. Zu dem Zeitpunkt, an dem er zu mir zog, er hat einige Wochen bei mir gewohnt, ging es ihm sehr viel besser. Die Behandlung hat bewirkt, dass er nicht mehr gelitten hat und er konnte anfangen, an der Montage seines Films zu arbeiten. Und das dauerte einige Wochen. Das heißt, während einiger Wochen konnte er arbeiten, konnte er seinen Film beenden, was für ihn natürlich sehr wichtig war. Er begann sogar, Pläne für einen neuen Film zu machen. Einen Film, den er dem Leben der Heiligen widmen wollte. Il a pu finir son film, ce qui était très important pour lui naturellement. Il a même commencé à avoir des projets pour un autre film, film qu'il voulait consacrer à la vie des saints. Et puis il y a eu l'épisode de l'arrivée de son fils. Und dann kam die Geschichte mit der Ankunft seines Sohnes.
Wir hatten alle versucht, seinen Sohn und dessen Großmutter hierher zu bekommen. Er hatte sie seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. 4 Jahre hatte er verzweifelt versucht, sie herauszuholen. Ich selbst habe den sowjetischen Botschafter aufgesucht. Ich habe ihm einen Brief Professor Schwarzenbergs übergeben, in dem sein Gesundheitszustand beschrieben war. Gleichzeitig hat Präsident Mitterrand an, glaube ich, Herrn Gorbatschow geschrieben und einige Zeit später hatten wir die Zusage, dass sein Sohn nach Frankreich kommen dürfe. Und ich hatte die Gelegenheit, bei der Ankunft dabei zu sein. Er war ein Jüngling, den André seit 4 Jahren nicht mehr gesehen hatte. По приезду сюда, когда я говорил с ним, как он расспрашивал обо всем, что происходит в Москве. Als ich hier ankam, fragte er mich über alles aus, was in Moskau vor sich ging. Er war besorgt über unser Haus auf dem Dorf und machte ständig Modernisierungspläne. Ich hatte den Eindruck, dass er starkes Heimweh hatte. Überhaupt, er vermisste alles, unsere Wohnung in Moskau, die Menschen. Er war sehr interessiert und fragte mich aus, zeigte es jedoch nicht so direkt. Er versuchte sich zurückzuhalten, um Mutter, die nicht weniger litt, ein Beispiel zu geben. Denn für sie war es noch schwieriger, ihre Gefühle zu unterdrücken. Er versuchte, sich zwar zu beherrschen, aber im Inneren musste er sicher furchtbar leiden. Ich weiß, wie schwer das ist, denn auch ich habe Heimweh. Umso schwerer musste es für ihn gewesen sein, da er dort fast sein ganzes Leben verbracht hatte, dort arbeitete und Russland liebte. Zweifellos, er hatte sehr gelitten und war sehr besorgt. Безусловно, он очень страдал и беспокоился. Nach Wochen schwerster chemotherapeutischer Behandlung in Paris verlässt er Frankreich. Seit langem hat er sich der Anthroposophie und ihrer Lehre vom Leben und vom Kranksein verbunden gefühlt. Sein Krebs, so empfand er es, war eine Krankheit des Lebens. Hier in einer kleinen anthroposophischen Klinik in Süddeutschland hofft er, wieder zu Kräften zu kommen. Die Ärzte in Paris haben ihm gesagt, sein Zustand sei so gut, dass er bald wieder Filme machen könne. Doch er selbst sieht das anders, selbst wenn er die Hoffnung nicht ganz verloren hat. In Gesprächen mit den Ärzten bereitet er sich hier auf seinen Tod vor. 13. Juli 86, Öschelbronn. Gestern ging ich spazieren und plötzlich überkam mich ein Verlangen, das ich mir jetzt nicht mehr erklären kann. Ich zog die Schuhe aus und ging barfuß auf der kalten Erde. Das alles bei erhöhter Temperatur, Husten und Rheuma. Ich verlor einfach den Verstand. Traurige Gedanken gehen mir durch den Kopf. Er bekommt zusätzlich noch eine Lungenentzündung. Nur selten kann er das Zimmer verlassen. Wenn ich ihn besuche, gehen wir manchmal spazieren, behutsam, nicht weit. Es ist die Zeit neuer politischer Entwicklungen in der Sowjetunion. Wir reden darüber. Er glaubt nicht an wirkliche Veränderungen.
Ob er sich denn vorstellen könne, bald zurückzukehren? Darauf gibt er keine Antwort. Als er Öschelbronn verlässt, bekomme ich von ihm diese Zeichnung. Sein Baum der Hoffnung, das Gleichnis aus der letzten Einstellung seines letzten Films, hat Blätter bekommen. Er hat mir sein Grab gezeichnet, mit Vexierbildern, die nur schwer zu deuten sind. Aus der Wurzel des Baums blickt ein Auge. Seine Schwester besitzt ein Kinderfoto, auf dem er klein in den Wurzeln eines großen Baumes sitzt. Rätsel wollte er nie gelöst haben. Er kommt kaum transportfähig noch einmal nach Italien zurück. Ans Meer, zunächst nach Ansedonia, schließlich hierher nach Cala Piccola. Diese Wochen haben viel Unwirkliches. Der Kranke liegt oben im Turmzimmer, will allein sein, lässt gern nur noch seinen Sohn zu sich und einen Maurer, mit dem er Pläne zeichnet und Arbeiten bespricht für ein Haus, das er sich in der Toskana bauen will. Es gibt Streit mit seiner Frau, die nicht wirklich weiß oder die Ahnung darüber auch verdrängt, wie schlecht es ihm geht. Unten im Haus auf der Sonnenterrasse herrscht Ferienstimmung. Freunde, Bekannte sind da, genießen das Meer, Kinder spielen. Woanders sammeln Freunde Geld für den Todkranken. Die Realität lässt sich schließlich nicht länger verdrängen. Die Schmerzen werden stärker, er kann sich kaum noch richtig bewegen, er wird wieder nach Paris transportiert. Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass er für lange Zeit wegfährt, so wie es früher gewesen war. Er fuhr eben ins Krankenhaus, um sich dort behandeln zu lassen. Er sagte nichts. Und auch als ich in der letzten Zeit nach Paris telefonierte und mit ihm sprach, sagte er nichts Besonderes, nur, dass alles wieder gut werden würde. Er wollte leben, zeichnete den Plan des Hauses, das wir bauen wollten, sprach mit uns über die Zukunft, über seine neuen Pläne. Ich hatte den Eindruck, dass er seine Krankheit vergessen wollte. Er selbst sprach nie darüber. 5. Dezember 1986, Paris. Gestern hat man mir eine Chemotherapie gemacht, zum 3. Mal. Ich fühle mich entsetzlich. Vom Bett aufzustehen oder bloß sich in ihm aufzurichten, kann keine Rede sein. Schwarzenberg weiß nicht, was tun, da er nicht weiß, wo diese schrecklichen Schmerzen herkommen. Der Film ist mit Erfolg in England herausgekommen, in Amerika ebenfalls. Mit unglaublich guten Rezensionen. Die Japaner organisieren auch irgendeinen Hilfsfonds. Aber man muss ihnen erklären, warum ein so berühmter Regisseur so arm ist. 15. Dezember 1986. Hamlet. Den ganzen Tag im Bett, ohne mich aufzurichten. Schmerzen im Unterleib, im Rücken. Auch die Nerven. Kann die Beine nicht bewegen. Irgendwelche Knoten. Ich bin sehr schwach. Werde ich sterben? Hamlet? Aber jetzt habe ich überhaupt keine Kraft für nichts. Das ist das Problem. Andrei Tarkowski starb am 29. Dezember 1986 in einem Pariser Hospital. Man begrub ihn auf einem Friedhof für russische Exilanten in dem Dorf Saint-Geneviève-du-Bois in Frankreich.